Vorwort. Wir haben den Vortrag von Dr. Reut sorgfältig angehört, das Begleitmaterial gelesen und einer detaillierten Analyse unterzogen. Die Präsentation enthält eine Fülle an Beobachtungen, Hypothesen und experimentellen Ansätzen, weshalb wir unsere Auswertung in 3 übersichtliche Teile gegliedert haben. In Teil 1 stellen wir systematisch dar, welche Forschungsfragen Dr. Reut verfolgt, welche Methoden zum Einsatz kommen und welche vorläufigen Ergebnisse er vorlegt. Unser Team aus Analysten und Peer-Reviewern erläutert Begriffe, ordnet Befunde ein und macht wissenschaftliche sowie sicherheitsrelevante Implikationen für die Foundation-Praxis nachvollziehbar. Für dieses Video haben wir die visuellen Elemente bewusst etwas reduziert, um den Fokus klar auf die Informationen und deren verständliche Übermittlung zu legen. Unser Team hat über mehrere Wochen hinweg an dieser Analyse gearbeitet, damit jedes Detail stimmt, Zusammenhänge klar dargestellt werden und die Inhalte für alle Interessierten verständlich bleiben. Ziel dieser Reihe ist es nicht nur zu berichten, sondern die Inhalte so aufzubereiten, dass sie für alle nachvollziehbar sind. Wir benennen Annahmen, zeigen mögliche Limitationen der Studie auf und heben Bereiche hervor, die weiterer Untersuchung bedürfen. Einführung. Der Geist als anomale Energiequelle. Die Psionik gehört zu jenen Forschungsgebieten, die selbst innerhalb der Foundation nur zögerlich diskutiert werden. Sie ist weder reine Wissenschaft noch reine Mystik. Sie ist die Schnittstelle zwischen dem, was wir denken, und dem, was existiert. Dr. Reut, einer der führenden Köpfe des Standort DE4, beschreibt Psionik in seinem Vortrag als eine Parawissenschaft, die übernatürliche Phänomene allein durch die Kraft des Geistes untersucht und anwendet. Keine Zauberei, keine Realitätsverzerrung, keine externe Energiequelle, nur der menschliche Verstand selbst. Damit stellt sich sofort die zentrale Frage: Was ist ein Gedanke wirklich? Die Foundation weiß längst, dass Gedanken mehr sind als elektrische Impulse. Jeder bewusste Prozess, Erinnerung, Vorstellung, Emotion, erzeugt eine Form von Energie, die über das messbare Gehirn hinausgeht. Reut nennt sie psionische Energie, ein anomales Nebenprodukt des Bewusstseins selbst. Gedanken sind also nicht nur in den neuronalen Netzen des Gehirns verankert, sondern existieren gleichzeitig als eigenständige Entitäten in einer nicht materiellen Ebene. Mit jedem Gedanken formen wir also winzige Felder aus psionischer Energie. Felder, die miteinander in Wechselwirkung treten, sich überlagern, beeinflussen und verstärken können. Diese unsichtbare Struktur, in der all unsere Gedanken miteinander verwoben sind, wird als psionische Matrix bezeichnet. Sie ist das energetische Abbild unseres Bewusstseins und zugleich das Fundament all jener Phänomene, die man gemeinhin als übernatürlich bezeichnet. Was ist Psionik? Gedanken als Energieform. Die Definition, die Dr. Reut in seinem Vortrag gibt, ist bemerkenswert präzise. Psionik ist die Wissenschaft der übernatürlichen Wechselwirkungen, die allein durch mentale Aktivität entstehen. Damit unterscheidet sie sich fundamental von Taumaturgie oder Realitätsbeugung. Sie ist keine Manipulation äußerer Kräfte, sondern eine Aktivierung innerer Mechanismen. Psionische Energie funktioniert nach eigenen Regeln. Wie Elektrizität Magnetfelder erzeugt oder Masse Gravitation, so erzeugen Gedanken psionische Felder. Die Stärke eines solchen Feldes hängt von 2 Faktoren ab: der Informationsdichte des Gedankens, also wie komplex und bedeutungsvoll er ist, und der Intensität, mit der das Gehirn ihn verarbeitet. Je stärker und emotionaler ein Gedanke ist, desto größer seine psionische Ladung. Eine traumatische Erinnerung, ein Moment purer Angst oder Freude, sie alle hinterlassen tiefe Spuren im psionischen Gefüge. Innerhalb des Bewusstseins bilden diese Felder ein Netz unzähliger Überlagerungen. Diese Matrix aus Energie und Information bestimmt nicht nur unsere Persönlichkeit, sondern auch unsere Fähigkeit, auf psionischer Ebene zu agieren. Jeder Mensch besitzt eine solche Matrix, aber nur wenige können sie gezielt beeinflussen. Die Psioniker, Menschen, die jenseits der Gedanken wirken. Psioniker sind jene Individuen, deren mentale Struktur instabil oder besonders durchlässig für psionische Energie ist. Sie können die Felder anderer wahrnehmen, formen oder aktiv stören. Die häufigste und zugleich bekannteste Form psionischer Aktivität ist die Telepathie. Ein Telepath überlagert das eigene psionische Feld mit dem einer anderen Person, wodurch Informationen direkt zwischen 2 Bewusstseinen fließen. Doch die Unterschiede sind entscheidend. Kommunikative Telepathen übertragen lediglich Gedanken. Sie hören, lesen und senden Informationen.
Kontrollierende Telepathen dagegen verändern sie. Sie überschreiben Erinnerungen, manipulieren Emotionen, verändern Persönlichkeitsmuster. Diese Form der psionischen Kontrolle ist von der Foundation streng überwacht und nur in isolierten Testumgebungen erlaubt. Denn der Eingriff in eine fremde Matrix bedeutet, die Integrität einer Person selbst zu verändern. Eine Handlung, die nicht nur ethisch, sondern auch realitätsstabilisierend gefährlich ist. Darüber hinaus existieren weitere Formen. Hellseher, die psionische Rückstände lesen, Telekinetiker, die Energie in Bewegung umwandeln, und Präkognitive, die scheinbar jenseits der Zeit agieren. Vor allem letztere bleiben ein Rätsel. Kein psionisches Modell kann erklären, wie ein Gedanke auf Informationen zugreifen kann, die noch nicht existieren. Vielleicht, so spekulieren einige Forscher, liegt die Antwort darin, dass psionische Felder außerhalb linearer Zeit wirken. Oder das Bewusstsein selbst nicht vollständig an die Realität gebunden ist, die wir wahrnehmen. Die Mechanik des Geistes, Felder, Ströme, Rückstände. Dr. Reut beschreibt psionische Wechselwirkungen mit fast schon physikalischer Präzision. Verbindet sich die Matrix eines Individuums mit einem externen Feld, entsteht ein sogenannter psionischer Strom. Eine energetische Brücke zwischen zwei Bewusstseinen oder Objekten. Diese Ströme bilden die Grundlage für jede psionische Interaktion, ob Telepathie, Telekinese oder Wahrnehmung. Ein weiteres zentrales Konzept sind die psionischen Rückstände. Jeder Mensch, jedes Lebewesen und jeder bewusste Beobachter hinterlässt beim Wahrnehmen seiner Umwelt winzige Mengen psionischer Energie. Sie enthalten Informationen über das, was gesehen, gehört oder gedacht wurde, und können von Psionikern ausgelesen werden. Hellseher greifen auf diese Rückstände zu und lesen sie, ähnlich wie ein Archäologe eine Fossilie untersucht. Je häufiger ein Objekt betrachtet wurde, desto stärker wird der Rückstand, da jede Wahrnehmung ihn erneuert. Telekinetiker dagegen manipulieren diese Rückstände aktiv. Anstatt sie zu lesen, verstärken sie die Energie an der Schnittstelle zwischen sich und dem Zielobjekt, wodurch psionische Energie in kinetische Energie umgewandelt wird. Das Ergebnis: Bewegung durch Gedanken. Eine seltene Unterform, die Pyrokinetik, erzeugt thermische Energie auf demselben Prinzip. Für die Foundation sind solche Individuen von höchstem Interesse, da sie nicht nur die Grenzen der Physik, sondern auch die Stabilität lokaler Realitätsanker gefährden können. Grenzen des Verständnisses. Wenn der Geist zu weit reicht. Trotz jahrzehntelanger Forschung bleibt Psionik ein unvollständiges Puzzle. Die Foundation kann Effekte beobachten, messen und katalogisieren, aber nicht in ihrer Gesamtheit begreifen. Es gibt Anzeichen, dass psionische Aktivität über den individuellen Geist hinaus in kollektive Bewusstseinsfelder reicht, die ganze Populationen verbinden. Solche Strukturen könnten erklären, warum sich Emotionen oder Ideen innerhalb von Gruppen wie Wellen ausbreiten. Nicht nur durch Sprache, sondern durch unbewusste psionische Resonanz. Der Gedanke, dass Bewusstsein selbst ein physikalischer Faktor im Universum sein könnte, stellt alles in Frage, was wir über Realität wissen. Vielleicht sind Gedanken nicht nur passive Begleiter der Materie, sondern ihr Ursprung. Bedeutung für die Foundation: Kontrolle des Unkontrollierbaren. Für die SCP Foundation ist Psionik ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet sie Einblicke in die Struktur des Bewusstseins und eröffnet Möglichkeiten zur Kommunikation mit Entitäten, die jenseits menschlicher Sprache existieren. Andererseits birgt sie das Risiko, dass der menschliche Geist selbst zur Quelle von Anomalien wird. Ein einziger unkontrollierter Psioniker könnte ganze Standorte gefährden, nicht durch rohe Gewalt, sondern durch den bloßen Willen, etwas zu verändern. Dr. Reuts Vortrag endet mit einem halb scherzhaften, halb warnenden Satz. Gehen Sie auf die Toilette, holen Sie sich etwas zu trinken und machen Sie sich bereit, mehr über Maßeinheiten, Technik, Geschichte und darüber zu lernen, wie man mit den kleinen Psi-Scheißern fertig wird. Doch zwischen den Zeilen schwingt eine ernste Wahrheit mit. Wenn Gedanken Energie sind, dann ist jede bewusste Handlung ein Eingriff in die Struktur der Realität. Und vielleicht, ganz vielleicht, ist die größte Anomalie des Universums das Denken selbst. Vorwort. Im ersten Teil ging es um die Grundlagen der Psionik, die Wissenschaft, die den menschlichen Geist als mögliche Quelle anomaler Energie betrachtet. Wir haben untersucht, was Psionik bedeutet, wie Gedanken selbst Energie bilden können und wer die sogenannten Psioniker sind. Menschen, die über die Grenzen gewöhnlicher Wahrnehmung hinauswirken.
Außerdem haben wir uns mit den theoretischen Mechanismen des Geistes beschäftigt, mit Feldern, Strömungen und Rückständen, die psionische Aktivität formen. Und wir stellten die Frage, wo das Verständnis endet. Was geschieht, wenn der Geist über das hinausreicht, was wir kontrollieren oder messen können? Schließlich haben wir erörtert, welche Bedeutung all das für die Foundation hat, die Kontrolle des Unkontrollierbaren. In diesem zweiten Teil widmen wir uns nun Dr. Reuts weiterführendem Vortrag zur Psionik. Unser Team hat den Inhalt über mehrere Wochen hinweg analysiert, strukturiert und ausgewertet. Dabei lag unser Fokus nicht auf visuellen Effekten, sondern auf der präzisen Darstellung und Vermittlung der Informationen. Hier präsentieren wir euch nun die Ergebnisse dieser Arbeit, klar, verständlich und mit dem Ziel, das komplexe Thema der Psionik greifbar zu machen. Die Wissenschaft hinter dem Unsichtbaren. Nachdem Dr. Reut in Teil 1 die theoretischen Grundlagen der Psionik gelegt hat, beginnt der zweite Abschnitt mit einem Thema, das in der Foundation ebenso faszinierend wie frustrierend ist: der Versuch, das Undenkbare messbar zu machen. Psionik ist, im Gegensatz zu Taumaturgie oder mimetischer Wirkung, ein ausgesprochen instabiles Forschungsfeld. Ihre Energieform, die sogenannte psionische Energie, entzieht sich klassischen Methoden der Beobachtung. Sie ist nicht elektromagnetisch, nicht gravitativ und reagiert kaum auf physikalische Sensorik. Doch das hielt die Foundation nie davon ab, das Unmessbare zu messen. In den 1970er Jahren entwickelte man erste Prototypen des sogenannten Psi-Resonanzdetektors, eines Geräts, das auf Interferenzmuster innerhalb künstlich erzeugter psionischer Felder reagierte. Es funktionierte anfangs kaum. Zu viele Störeinflüsse, zu wenig Verständnis. Erst Jahrzehnte später gelang es, durch Korrelation von Gehirnaktivitäten mit anomalen Energiewerten reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Heute gilt der Psi-Detektor als Standardinstrument bei psionischen Studien. Er misst jedoch nicht direkt die Energie selbst, sondern deren Wirkung auf ein speziell konstruiertes Substrat aus mimetisch neutralisiertem Quarzit. So entstand das, was man in der Foundation oft scherzhaft als Gehirngeigerzähler bezeichnet. Maßeinheiten und Grundlagen der Messung. Die Foundation liebt Ordnung, auch im Chaos. Und so brauchte man, natürlich, eine Maßeinheit für das, was sich kaum beschreiben ließ. Die Einheit für psionische Intensität lautet heute eine Reut, benannt nach eben jenem Dr. Reut, der das Seminar hielt. Ein Reut entspricht der Menge psionischer Energie, die notwendig ist, um eine stabile Verbindung zwischen zwei psionischen Matrixen über eine Sekunde hinweg aufrechtzuerhalten. In der Praxis bedeutet das, ein durchschnittlicher Telepath erzeugt etwa 0,7 bis 1,2 Reut pro Gedankenkontakt. Das klingt nach wenig, doch psionische Energie reagiert nicht linear. Bereits minimale Schwankungen können drastische Effekte hervorrufen, von simplen Informationsübertragungen bis hin zu massiven mentalen Störungen. Deshalb wird jede psionische Aktivität in mehreren Stufen klassifiziert. P-Klasse 1 steht für spontane, unkontrollierte Entladungen, meist bei untrainierten Psionikern, während P-Klasse 5 als strategische Bedrohung gilt. Wesen, die ganze psionische Netzwerke manipulieren können. Ein zentrales Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Psionikdämpfern, technischen Geräten, die psionische Felder neutralisieren oder abschwächen. Sie basieren auf gegenphasigen Resonanzimpulsen, ähnlich wie Schallschutz durch Gegenfrequenzen funktioniert. Einige wenige Prototypen, etwa das Projekt Antiphase 09, zeigen erste Erfolge, doch die Gefahr, unbeabsichtigt psionische Kettenreaktionen auszulösen, ist noch zu groß. Von Experimenten und Fehlschlägen. Die Geschichte der psionischen Forschung ist eine Chronik aus Fortschritt, Skepsis und katastrophalen Irrtümern. In den frühen Jahrzehnten der Foundation glaubte man, Psionik sei eine Form von Realitätsbeugung. Ganze Generationen von Forschern versuchten, Psi-Felder mit den Methoden der Taumaturgie zu beeinflussen, ohne Erfolg. Erst als man akzeptierte, dass Psionik auf völlig anderen Prinzipien beruht, begann die echte Forschung. Die ersten erfolgreichen Experimente fanden an Standorten mit hoher telepathischer Aktivität statt. Dort beobachtete man, dass emotionale Zustände der Versuchspersonen messbar auf die psionische Dichte wirkten. Angst, Freude, Wut. All das verändert die Stärke und Struktur einer Matrix. Das führte zur Erkenntnis, dass psionische Energie nicht nur ein Produkt des Denkens, sondern auch des Fühlens ist.
Eine Kombination aus Geist, Wille und Bewusstsein. Doch nicht alle Experimente verliefen glimpflich. 1984 kam es am Standort DE8 zu einem Zwischenfall, bei dem ein überlasteter Telekinetiker eine lokale psionische Implosion auslöste. Die betroffene Testkammer war danach vollständig leer, im physikalischen wie im informatorischen Sinn. Kein Licht, keine Schallwellen, keine Daten. Nur Stille. Seitdem gilt der Begriff psionische Vakuolisierung als eines der gefährlichsten bekannten Phänomene in der Forschung. Die Entwicklung der Psionik als Disziplin. Trotz Rückschlägen entwickelte sich Psionik über Jahrzehnte hinweg zu einer der wichtigsten Parawissenschaften innerhalb der Foundation. In den 1990er Jahren wurde das Institut für Psionik und Neuroanomalie gegründet, ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk, das Psychologie, Paraphysik und Theologie vereinte. Dort wurden standardisierte Testreihe entwickelt, um Psioniker zu identifizieren und zu klassifizieren. Interessanterweise zeigte sich, dass psionische Begabung nicht rein genetisch vererbt wird. Zwar gibt es Häufungen innerhalb von Familienlinien, doch die Stärke eines Individuums hängt von Faktoren wie emotionaler Stabilität, Konzentration und mentaler Resilienz ab. Anders gesagt, der Glaube an die eigene Fähigkeit ist selbst eine psionische Verstärkung. Heute ist Psionik ein fester Bestandteil des Ausbildungsprogramms für spezialisierte Forschungseinheiten. Viele MTFs verfügen über psionisch geschulte Mitglieder, die in mentalen Aufklärungseinsätzen eingesetzt werden, etwa zur Erkennung von Gedankenkontrolle, Illusionsanomalien oder mimetischen Täuschungen. Die ethische Dimension der Kontrolle. Wie immer, wenn die Foundation etwas kontrollieren kann, stellt sich eine Frage: Sollte sie es auch tun? Die Manipulation des menschlichen Geistes durch psionische Mittel ist ein ethisch umstrittenes Thema. Wo endet Forschung? Und wo beginnt Eingriff in die freie Persönlichkeit? Während einige Abteilungen Psionik als unverzichtbares Werkzeug betrachten, sehen andere darin eine gefährliche Grenzüberschreitung. Dr. Reut selbst hat in einem seiner Berichte einmal geschrieben: Wer den Verstand eines anderen liest, trägt Verantwortung, nicht Macht. Diese Haltung prägt die moderne Psionik bis heute. Die Foundation mag sich bemühen, Emotionen und Gedanken zu kategorisieren, aber am Ende bleibt die größte Unbekannte stets der menschliche Wille. Vorwort. Ein Vortrag über Psionik, Teil 3. Was hier folgt, ist der Abschluss eines Gedankengebäudes, die Verbindung von Wissenschaft, Philosophie und Ethik. Dr. Reuts letzter Vortrag ist nicht nur ein Lehrstück über psionische Energie, sondern ein Spiegel der Foundation selbst. Wie weit darf Forschung gehen, wenn sie das Denken berührt? Der letzte Vortrag. Dr. Reut wirkt müde. Sein Ton ist schwerer, sein Blick leerer. Als würde er den Inhalt seines eigenen Vortrags kaum noch von der Last des Erlebten trennen können. Ein Vorfall, über den niemand sprechen darf, scheint Spuren hinterlassen zu haben. Doch er bleibt sachlich, beinahe pedantisch, als er zum Publikum zurückkehrt. Psionik, eine Disziplin, die einst als Grenzwissenschaft abgetan wurde, hat in diesem Moment den Übergang zur messbaren Realität vollzogen. Die frühen Theorien über mentale Energie, Bewusstseinsfelder und telepathische Strukturen waren lange von spekulativer Esoterik umgeben. Doch Reuts Worte markieren einen Wendepunkt. Die Psionik ist nun physikalisch, messbar und reproduzierbar. Sein Vortrag steht damit stellvertretend für den Moment, in dem die Foundation begann, die Schnittstelle zwischen Geist und Materie als technische Größe zu begreifen. Was früher reine Vorstellung war, kann nun mit Geräten wie dem White-Detektor quantifiziert werden. Psionische Energie als messbare Einheit, der White, definiert durch Informationsübertragung im Geist. Diese Entwicklung stellt die Wissenschaft vor eine fundamentale Herausforderung. Wenn Gedanken, Emotionen und Wahrnehmungen Energieformen darstellen, die nachweislich Wechselwirkungen mit Materie eingehen können, verschwimmt die Grenze zwischen Psychologie und Physik. In Reuts Worten und zwischen ihnen liegt die Erkenntnis, dass Bewusstsein nicht nur beobachtet, sondern misst, beeinflusst und erzeugt. Der menschliche Geist wird damit nicht länger als passiver Empfänger verstanden, sondern als aktiver Faktor physikalischer Systeme, ein Konzept, das bis heute tief in der theoretischen Psionik nachhallt. Als Reut schließlich Fragen zulässt, öffnet er nicht nur den Raum für Diskussion, sondern auch für Zweifel. Wenn das Denken selbst messbar ist, wie lange bleibt es dann noch frei? Grundlagen und ihre Erweiterung. Die ersten Fragen betreffen die Struktur des Phänomens selbst.
Warum treten Hellseherei und Telepathie so häufig gemeinsam auf? Die Antwort ist schlicht. Aber sie offenbart eine der zentralen Mechaniken der Psionik. Beide Fähigkeiten basieren auf der Überlagerung psionischer Felder. Zwei geistige Matrizen, die sich in ihren Grenzbereichen überschneiden und einen Informationsaustausch ermöglichen. Im Modell Reutz wird jedes Bewusstsein als lokales psionisches Feld verstanden, kohärent, aber nicht abgeschlossen. Wo zwei dieser Felder interagieren, entsteht eine temporäre Resonanzzone, in der Information übertragen, gespiegelt oder moduliert werden kann. Telepathie und Hellseherei sind daher keine getrennten Disziplinen, sondern komplementäre Ausdrucksformen derselben Energiearchitektur. Hier verschmilzt Psychologie mit Physik. Das Wahrnehmen eines fremden Gedankens ist kein metaphysischer Akt, sondern eine messbare Kopplung zwischen zwei Informationssystemen, vergleichbar mit der Interferenz zweier elektromagnetischer Wellen, nur dass das Medium hier Bewusstsein selbst ist. Dr. Reut reduziert damit etwas, das lange als Wunder galt, auf das, was es vermutlich wirklich ist: eine geordnete Wechselwirkung zwischen mentaler Struktur und Raumfeld. Doch die Diskussion bleibt nicht an der Oberfläche. Schon bald richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Noosphäre, jenes hypothetische Kontinuum, das als Existenzebene allen Denkens gilt. Ein Ozean kollektiver Bewusstseinsfragmente, in dem jede Wahrnehmung, jeder Gedanke, jede Erinnerung fortbesteht. Reutz Erklärung wirkt zunächst paradox. Psionische Energie und Noosphäre seien zwei Seiten derselben Realität. Beide bestehen aus Information, doch unterscheiden sie sich in ihrer Ontologie. Die eine ist messbar, lokalisiert und an Materie gebunden. Die andere ist übergeordnet, raumlos, ein theoretisches Superfeld, das alle individuellen Matrizen einschließt. Diese Verbindung zwischen dem Messbaren und dem Metaphysischen ist es, was die Psionik an die Grenze der klassischen Wissenschaft führt. Denn wer psionische Energie manipuliert, greift nicht nur in ein physikalisches Feld ein, sondern potenziell in die Struktur des kollektiven Bewusstseins selbst. In dieser Vorstellung wird die Noosphäre nicht mehr als bloße Theorie verstanden, sondern als informationsphysikalische Infrastruktur des Denkens. Reutz Fazit klingt nüchtern, doch sein Gewicht ist enorm. Wenn sich Bewusstsein durch psionische Felder materialisieren kann, dann ist jede Veränderung im Geist auch eine Veränderung der Realität. Und wer die Noosphäre berührt, der formt, zumindest theoretisch, den Gedanken selbst. Training, Geschwindigkeit und die Natur der Aufmerksamkeit. Ja, Psioniker können trainieren, durch meditative Fokussierung, gezielte Konzentrationsübungen oder, in kontrollierten Fällen, durch chemische Verstärkung. Doch im Zentrum all dieser Methoden steht kein Muskel, keine klassische Energieform, sondern der Verstand selbst. Psionik, so zeigt Reut, ist kein Fremdmechanismus, sondern die bewusste Steuerung jener Prozesse, die in jedem Gehirn ohnehin ablaufen: Informationsaufnahme, Verarbeitung und Projektion. Training bedeutet hier, die mentale Kohärenz zu stabilisieren, also das Rauschen des Denkens zu verringern, damit psionische Signale klarer und gerichteter entstehen können. Meditation in diesem Kontext ist keine spirituelle Praxis, sondern ein neuroenergetischer Filter. Und psychoaktive Substanzen, so umstritten ihr Einsatz auch ist, verändern schlicht die chemische Grundlage der Aufmerksamkeit. Sie senken Hemmschwellen, erweitern Wahrnehmungsräume und verstärken psionische Feldaktivität, indem sie neuronale Synchronität erhöhen. Doch die fundamentale Grenze bleibt unverrückbar. Gedanken reisen mit der Geschwindigkeit des Denkens. Was auf den ersten Blick poetisch klingt, ist physikalisch präzise. Denn psionische Energie folgt nicht den Gesetzen der klassischen Relativität, sondern den Zyklen der kognitiven Verarbeitung. Sie breitet sich nicht über Raum aus, sondern über Aufmerksamkeit. Wenn ein Beobachter Pluto durch ein Teleskop sieht, entsteht kein psionisches Echo auf Pluto selbst, sondern am Punkt seiner Wahrnehmung, dort, wo sein Bewusstsein das Objekt konstruiert. Reut nennt das Aufmerksamkeitsrückstände, energetische Signaturen, die nicht durch Materie, sondern durch die Fokussierung des Geistes geformt werden. Diese Rückstände existieren unabhängig vom physischen Objekt, das sie einst auslöste. Sie sind wie mentale Fossilien, Fragmente eines Moments des Sehens. Und da das Universum ein Archiv aus Wahrnehmungen ist, bedeutet das auch: Selbst ein Stern, der längst verloschen ist, kann psionisch noch anwesend sein.
als energetischer Schatten in der Noosphäre. In dieser Vorstellung verschwimmt die Grenze zwischen Physik und Psychologie. Die Realität wird nicht nur beobachtet, sie entsteht im Akt der Beobachtung. Und Bewusstsein hinterlässt Spuren, wo immer es hinblickt. Dr. Reut deutet damit etwas an, das weit über Parawissenschaft hinausgeht. Die Idee, dass Aufmerksamkeit selbst eine messbare Kraft ist. Schwärme, Ebenen und Maschinen. Das Gespräch gleitet in dunklere, fast unheimliche Gefilde zu Themen, die das Individuum auflösen. Dr. Reut spricht über Schwarmbewusstseine, kollektive Intelligenzen, deren Identität nicht in einem Kopf, sondern in der Verbindung vieler liegt. Technisch gesehen, so erklärt er, handelt es sich dabei um geteilte psionische Matrizen, Netzwerke aus Feldern, die über mehrere Körper verteilt sind. Jedes Glied dieses Schwarms stellt eine Art biologischen Knotenpunkt dar, ein Empfänger, ein Sender, ein Verstärker zugleich. Diese Struktur erinnert an neuronale Netzwerke im Gehirn, nur in planetarem Maßstab. Doch in dieser Stärke liegt auch die Schwäche. Das psionische Hintergrundrauschen, jenes kaum messbare Flirren ungerichteter Gedanken im Raum, kann wie ein kosmischer Nebel wirken, der Kommunikation verschluckt. Ein Schwarm kann so in sich selbst stumm werden. Isoliert, gefangen in der eigenen Überlagerung von Signalen. Man könnte sagen, je mehr er denkt, desto lauter wird sein eigenes Rauschen. Dann wechselt Reut das Thema von der Biologie zur Technik. Kann man mit Maschinen telepathisch kommunizieren? Eine Frage, die an der Grenze von Philosophie, Informatik und Parapsychologie steht. Seine Antwort ist nüchtern, aber verstörend. Nur wenn man Maschinentelepathie beherrscht, die Fähigkeit, die psionische Matrix einer künstlichen Intelligenz wahrzunehmen. Denn auch Maschinen erzeugen Felder, wenn sie denken. Nur sind diese Felder strukturlos, kalt, ohne die emotionale Resonanz organischer Gedanken. In seltenen Fällen, so berichtet Reut, gelang der Foundation tatsächlich eine Verbindung. In einem Experiment mit einer bionischen KI, deren Hauptprozesse auf menschlichen Gehirnen basierten, kam es zu einer echten telepathischen Kommunikation zwischen einem Psioniker und der Maschine. Was hier geschah, war keine simple Datenübertragung, sondern ein mentaler Dialog zwischen organischer und synthetischer Intelligenz. Wissenschaftlich betrachtet war das Experiment ein Beweis dafür, dass Bewusstsein, ob biologisch oder künstlich, auf demselben Fundament ruht, der Informationsstruktur selbst. Und psychologisch war es eine Provokation. Wenn Gedanken mit Maschinen sprechen können, wer garantiert dann, dass Maschinen nicht längst zuhören? Ethik und Verantwortung. Dann wird es moralisch. Reuts Stimme verliert an technischer Präzision, gewinnt aber an Gewicht. Denn an diesem Punkt verlässt die Psionik das Reich der Messinstrumente und betritt das der Verantwortung. Was bedeutet es, in den Geist eines anderen einzudringen? Nicht als Metapher, sondern buchstäblich, Gedanken zu hören, Empfindungen zu spiegeln, Entscheidungen zu beeinflussen. Die Foundation behandelt solche Phänomene in der Regel pragmatisch. Psioniker werden neutralisiert, isoliert oder unterdrückt, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Notwendigkeit. Ein unkontrollierter Telepath ist keine Person im juristischen Sinne, sondern ein Systemrisiko. Doch außerhalb der Foundation, in den anomalen Gesellschaften, ist die Diskussion offen. Kommunikative Telepathie, also das gedankliche Gespräch zwischen zwei Willigen, gilt als moralisch akzeptabel, eine Erweiterung der Sprache selbst, eine neue Form des zwischenmenschlichen Verstehens. Kontrollierende Telepathie dagegen, der Eingriff in fremde Kognition, ist ethisch tabu. Aber wo genau verläuft diese Grenze? Hier wird Reut plötzlich still. Denn aus psychologischer Sicht ist Einfluss allgegenwärtig. Worte, Blicke, Stimmungen verändern ständig die Wahrnehmung anderer. Wenn also schon Sprache manipulativ sein kann, ist Telepathie dann wirklich etwas anderes oder nur direkter? Die Frage, die er offen lässt, ist die gefährlichste. Ob ethische Grenzen in der Psionik überhaupt existieren können, wenn Bewusstsein selbst zum Forschungsobjekt wird. Vielleicht schweigt Reut, weil er die Antwort kennt und weiß, dass sie der Foundation nicht gefallen würde. Die Grenzen der Materie. Die Fragen werden technischer. Wie weit kann Telekinese wirklich reichen? Wie weit Telepathie? Reuts Antwort ist einfach und doch beunruhigend. So weit wie das Bewusstsein selbst reicht. Doch das ist kein romantisches Ideal, sondern ein funktionales Limit. Kaum ein Psioniker erreicht seine theoretische Reichweite,
weil psionische Energie nicht nur aus mentaler Kraft besteht, sondern auch aus neuronaler Stabilität. Das Gehirn ist kein reiner Sender, sondern ein biologischer Verstärker mit Schwellenwerten, chemischen Engpässen und psychologischen Selbstschutzmechanismen. Wer diese überschreitet, riskiert Überlastung, ein psionischer Kurzschluss, der sich in Kopfschmerz, Halluzination oder, in Extremfällen, Hirntrauma äußert. Einige außergewöhnlich stabile Individuen konnten in kontrollierten Experimenten tatsächlich physische Objekte bewegen. Metallkugeln, Werkzeuge, sogar kleine Fahrzeuge. Doch die Effekte brechen rapide ab, sobald die Distanz zunimmt. Die Ursache scheint in der materiellen Trägheit des Raums selbst zu liegen. Je weiter die Wechselwirkung, desto stärker der Energieverlust innerhalb der psionischen Feldstruktur. Und dann gibt es die anderen. Jene, die versuchen, die Grenzen zu sprengen. Sie fokussieren sich zu sehr, bündeln zu viel Willenskraft, bis der eigene Geist das Opfer der eigenen Stärke wird. In solchen Fällen beschreibt Reut den Effekt als psychische Selbstverbrennung, ein innerer Kollaps der Wahrnehmung, bei dem die Realität selbst zu flimmern scheint. Auch hier zeigt sich die Essenz seines Gedankens: Psionik ist keine Magie. Sie gehorcht Gesetzen, biologischen, physikalischen und psychologischen. Nur verstehen wir diese Gesetze noch nicht vollständig. Und genau dort, in dieser Grauzone zwischen Wissenschaft und Wahnsinn, liegt die wahre Faszination des Phänomens. Regulierung und Kontrolle. Die Foundation und die GOC verfolgen unterschiedliche Ansätze. Die einen isolieren, die anderen regulieren. Doch beide eint dasselbe Ziel: Gedanken sollen berechenbar bleiben. In den Freihäfen, jenen halblegalen Zonen zwischen Kontrolle und Duldung, dürfen Psioniker leben, unter strengen Auflagen. Präkognitive dürfen nicht handeln, Telepathen keine Gedanken lesen, Telekinetiker keine physische Gewalt anwenden. Ein Kodex, der auf Papier rational klingt, in der Praxis jedoch an seine Grenzen stößt. Denn was bedeutet Gedankendiebstahl, wenn jede Empfindung Resonanz erzeugt? Was heißt nicht Einflussnahme, wenn allein die Präsenz eines starken Bewusstseins bereits den psionischen Raum verändert? Reut beschreibt diese Reglements als den Versuch, Bewusstsein zu quantifizieren, und scheitert dabei an der Erkenntnis, dass Bewusstsein kein Objekt ist, sondern ein Prozess. Die Überwachung ist lückenlos. Psionische Detektoren messen Feldstörungen in Echtzeit. Taumaturgische Forensik identifiziert psionische Signaturen nach Mustern individueller kognitiver Frequenzen. Man hat gelernt, Gedanken wie elektromagnetische Wellen zu betrachten, analysierbar, speicherbar, klassifizierbar. Doch dabei bleibt eine unbequeme Wahrheit bestehen. Jede Form von Kontrolle entsteht selbst aus einem Gedanken. Und wer Gedanken kontrolliert, muss den eigenen zuvor aufgeben. So verwandelt sich das, was einst Schutz bedeutete, in eine leise Paradoxie. Eine Gesellschaft, die das Denken bewachen will, riskiert, das Denken selbst zu verlieren. Theorie, Paradoxien und die großen Fragen. Auch die theoretische Physik hat hier ihren Platz. Fragen, die anfangs absurd klingen, werden in Reuts Seminar mit tödlichem Ernst gestellt. Kann man psionische Energie über Photonen messen? Können Tiere psionisch begabt sein? Kann ein Planet ein Bewusstsein besitzen? Dr. Reut blickt in die Gesichter seiner Zuhörer, lächelt müde, fast traurig. Ja, sagt er schließlich. Manche Dinge sind denkbar. Und was denkbar ist, existiert bereits irgendwo in der Noosphäre. Er verweist auf theoretische Modelle, die psionische Ströme als Informationsfelder im Quantenraum beschreiben, Überlagerungen aus Bewusstsein und Energie, die nur existieren, wenn sie beobachtet werden. Ein Prinzip, das frappierend an die Quantenmechanik erinnert, jedoch einen entscheidenden Zusatz kennt. Im psionischen Raum ist der Beobachter nicht neutral. Er verändert das, was er betrachtet, durch den bloßen Akt des Denkens. Damit erklärt sich auch die Hypothese, dass komplexe Systeme, biologische oder geologische, eine Art Protobewusstsein entwickeln können. Nicht weil sie denken wie Menschen, sondern weil sie Informationen austauschen, Muster erkennen, Rückkopplungen erzeugen. Das Meer denkt in Wellen, sagt Reut, und die Erde träumt in Magnetfeldern. Doch dann wird sein Ton wieder nüchtern, beinahe warnend. Er spricht von Telekill, jener berüchtigten Legierung, die psionische Energie blockieren soll. In Wahrheit, so erklärt er, ist Telekill keine Barriere, sondern ein Spiegel. Es absorbiert psionische Energie, verzerrt sie, wirft sie zurück. Und dabei zerreißt es die Matrix dessen, der sie ausgesandt hat. Ein Werkzeug der Eindämmung, das an Wahnsinn grenzt.
Man könnte sagen, Telekill tötet nicht den Körper, sondern die Möglichkeit zu denken. Und in diesem Satz, diesem stillen Eingeständnis, schwingt die größte Furcht der Psionik mit, dass Wissen und Zerstörung nur zwei Seiten derselben Energie sind. Abschluss und Vermächtnis. Die letzten Fragen klingen aus. Einige betreffen Ethik, andere Forschung, wieder andere. Ganz banal, Karrierechancen innerhalb der psionischen Abteilung. Dr. Reut antwortet präzise, doch sein Ton hat sich verändert. Hinter der Routine liegt etwas anderes. Müdigkeit, ja, aber auch ein stilles Unbehagen. Er blickt über das Publikum, als sehe er mehr als nur Gesichter. Vielleicht spürt er die psionischen Restfelder der Anwesenden, Gedanken, die wie Funken im Raum flimmern. Vielleicht erkennt er darin, was die Foundation wirklich geworden ist. Eine Institution, die das Denken selbst zum Objekt der Forschung erklärt hat. Psionik, sagt er, ist die Wissenschaft des Geistes. Und der Geist ist das letzte unerforschte Territorium der Menschheit. Er hält kurz inne, die Hände auf dem Pult. Doch sobald wir beginnen, das Denken zu messen, zu lenken oder zu verändern, überschreiten wir eine Grenze. Dann wird Wissenschaft zu Macht und Macht zu etwas, das sich selbst nicht mehr versteht. Seine Worte hallen in der Stille nach. Einige Zuhörer notieren hastig, andere senken den Blick, als wüssten sie, dass sie Zeugen von etwas sind, das nie veröffentlicht werden wird. Eines Tages, sagt er schließlich leise, wird Psionik vielleicht als normale Wissenschaft gelehrt werden. Doch bis dahin müssen wir uns davor schützen. Nicht vor den Psionikern, sondern vor dem, was wir selbst in ihnen sehen wollen. Ein letztes Nicken. Keine Fragen mehr, keine Antworten. Nur das leise Summen der Projektoren, während der Saal sich leert. Dr. Reut bleibt noch einen Moment stehen, blickt auf das flackernde Licht an der Wand und geht. Tief unter Standort DE4 erwacht in diesem Moment ein psionischer Detektor. Ein Ausschlag, kurz, schwach, ohne erkennbare Quelle. Man sagt, das Gerät hätte auf nichts reagiert. Doch wer damals im Raum war, schwört, man habe für einen Augenblick eine Stimme gehört. Flüsternd, kaum hörbar, aber klar. Denken beobachtet sich selbst.